Hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute zeige ich euch mein September Bullet Journal Setup. Mein September Bullet Journal Setup ist wie mein August Bullet Journal Setup wieder eher im Doodle-Stil und nicht im Scrapbook-Stil. Hauptsächlich wollte ich keinen Scrapbook-Stil machen, weil mir das immer ein bisschen zu lange gedauert hat zum Filmen. Sagt die gleiche, die für ihr September Bullet Journal Setup fast 11,5 Stunden Videomaterial gesammelt hat. Wer mein Video letzte Woche gesehen hat, weiß, dass mein September Bullet Journal Setup im Thema Weltraum gestaltet ist. Und wie ich auch im Video letzte Woche gesagt habe, liegt das daran, weil ich vor kurzem die Serie Origin auf YouTube geschaut habe und deswegen irgendwie Lust auf das Thema hatte. Wenn ihr noch ein paar Ideen oder Inspirationen für Weltraumdoodles braucht, habe ich euch mein Video von letzter Woche unten in der Beschreibung verlinkt. Ich habe neulich auch mal in meine Analytics geschaut und fast 90% der Leute, die meine Videos schauen, sind keine Abonnenten. Wenn euch meine Videos gefallen, bitte abonniert meinen Kanal, das würde mich wirklich freuen und mir auch sehr helfen, damit ich in Zukunft weiterhin Videos für euch produzieren kann. Danke aber an alle, die schon meinen Kanal abonniert haben, ihr glaubt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Angefangen habe ich mein September Bullet Journal Setup auf der linken Hälfte meiner Coverseite mit einem Spruch von, ich glaube, Stephen Hawking, den ich auf Pinterest gefunden habe. Die Buchstaben habe ich dann mit Sternen, Meteoriten, Planeten und so weiter ausgemalt, damit es so aussieht, als wären die Buchstaben eine Art Fenster zum Weltraum. Wie ihr seht, habe ich zum Ausmalen der Buchstaben einen schwarzen Holzstift genommen. Den habe ich deswegen genommen, weil ich Angst hatte, dass ein Marker zu sehr auf die anderen Seiten durchscheint. Und weil ich in meinem September Bullet Journal Setup ziemlich viel mit Schwarz ausgemalt habe, dachte ich, es wäre besser, einen Holzstift zu nehmen. Vielleicht hätte es mit einem schwarzen Marker mehr schwarz, also gesättigter ausgesehen, aber was bringt es mir, wenn ich dann die Sachen auf den anderen Seiten nicht mehr erkennen kann, weil die ganzen schwarzen Flächen von der Seite davor durchscheinen. Wenn ihr auch so schwarze Buchstaben bzw. Flächen mit Sternen drin machen wollt, achtet darauf, die Kreise bzw. Formen für die Sterne groß genug einzuzeichnen, weil wenn ihr den Rest dann mit Schwarz ausfüllt, wirken die weißen Flächen viel kleiner, wenn ihr versteht, was ich meine. Unter den Spruch habe ich dann auch noch kleine Planetendoodles gemacht, damit es nicht so leer aussieht. Auf die rechte Hälfte meiner Coverseite habe ich auch wieder eine Art Fenster zum Weltraum gemalt, aber dieses Mal sieht es aus wie gesplittertes Glas. Ich hätte allerdings, bevor ich mein September Bullet Journal Setup angefangen habe, nicht gedacht, dass es so lange dauern wird, die schwarzen Flächen auszumalen. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sowas auch vorhabt, einen guten Podcast oder Musik oder so anzumachen, damit es euch nicht so langweilig wird. Wenn ihr gute Empfehlungen für Podcasts habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich höre zurzeit zum Beispiel gerne Potterless. Wenn ihr Harry Potter Fans seid, kann ich euch den echt empfehlen. Für die Monatsübersicht in meinem September Bullet Journal Setup habe ich wie die letzten Monate auch wieder eine Kalenderübersicht gemacht, eine Liste für wichtige Termine und eine Master-To-Do-Liste. Die Buchstaben habe ich auch wieder wie den Spruch auf der Coverseite ausgemalt und hinter die Listen und den Kalender habe ich wieder das kaputte Glas mit Weltraumhintergrund gemalt. Für die Ideen für die Doodles bzw. die Planeten habe ich mir auch wie immer wieder Inspiration auf Pinterest geholt.
Wie immer gibt es auch in meinem September Bullet Journal Setup wieder einen Habit Tracker und einen Mood Tracker. Für den Habit Tracker habe ich das gleiche Layout benutzt wie letzten Monat mit den Kalenderboxen, weil das für mich echt gut funktioniert hat. Zuerst wollte ich es dann so lassen, weil ich nicht wusste, wo ich noch welche Doodles unterbringen kann, und habe dann erstmal mit dem Mood Tracker weitergemacht. Das Layout für den Mood Tracker habe ich so das erste Mal bei Tian Bujo, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ausgesprochen ist, gesehen und fand das mega cool. Ich habe es aber noch ein bisschen abgeändert und der Plan ist, dass ich am Ende vom September eine ganze Seite voll Sterne habe. Ich zeige euch, wenn der September vorbei ist, dann auch auf Instagram, wie die Seite am Ende aussieht. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das ändert, und den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Als der Mood Tracker fertig war, habe ich dann noch was Kleines zum Habit Tracker gezeichnet, und zwar wieder so eine Art Fenster zum Weltraum mit dem gesplitterten Glas. Hier musste ich dann auch schon einen neuen schwarzen Holzstift benutzen, weil der erste so klein geworden ist, dass mir beim Malen schon die Finger wehgetan haben. Für meinen Instagram-Tracker, für mein September Bullet Journal Setup, habe ich wieder einen Kreis als Hauptelement genommen, wie die letzten Monate auch. Hier habe ich mich dann dafür entschieden, einen Astronaut auf der Kante sitzen zu lassen, der quasi gerade aus dem Weltraum aussteigt. Als Hilfe für ihn ist hier auch noch ein Seil angebracht, an dem er dann nach unten klettern kann. Was die Zahlen angeht, habe ich mich letzten Monat ein bisschen überschätzt, deswegen musste ich hier wieder ein bisschen kleiner anfangen. Weil ich mein Thema für mein September Bullet Journal Setup so cool finde, wollte ich auch noch eine Zeichnung mit reinnehmen und habe hier dann so eine Taschenuhr gezeichnet, aus der der Weltraum ausläuft. Ich bin richtig zufrieden damit, wie es geworden ist, auch wenn ich es mir am Anfang ein bisschen anders vorgestellt hatte. Dann habe ich in meinem September Bullet Journal Setup auch mal wieder einen Content Planner mit reingenommen. Hier habe ich einmal ein Fenster, in dem ich meine Instagram-Posts planen kann, und dann noch ein Fenster, in dem ich meine YouTube-Videos für die nächsten Wochen planen kann. Ich muss jetzt nämlich ein paar Wochen vorproduzieren, weil ich im Herbst für einen Monat weggehe wegen meiner Bachelorarbeit. Wenn ihr also Ideen oder Wünsche für bestimmte Videos habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare und ich schaue dann, ob ich ein paar davon umsetzen kann. Neben dem Content Planner habe ich auch in meinem September Bullet Journal Setup wieder einen Fitness Tracker integriert. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Mood Tracker, dass ich am Ende dann eine ganze Fläche mit Sternen im Weltraum habe. Ich bin gespannt, wie es rauskommt, und ich werde es euch auf jeden Fall auf Instagram zeigen. Die Weekly Bullet Journal Spread Ideen für September werde ich euch, wie die letzten Monate auch, erst im Video nächste Woche zeigen, weil das Video heute sonst viel zu lange wird. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert.
Wenn euch mein September Bullet Journal Setup gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.